Hallo ihr lieben Löwen, wir gucken in ein Kollektiv-Orakel für das Kollektiv der Löwen für den nächsten Monat. Welche Botschaft darf ich euch mitgeben? Ja, ihr habt das Thema Genesung von der Vergangenheit. Hier ist es so, dass das Vergangene nicht mehr so den Stellenwert hat, dass es euch so beschäftigt, dass ihr stagniert oder zu sehr in der Vergangenheit hängt, sondern hier guckt man nach vorne. Hier ist etwas nicht mehr so wichtig, wie es mal war, und vor allem, es ist nicht mehr die hinderliche Energie dabei. Man kann es so stehen lassen. Das kann jetzt ein Konflikt sein, irgendetwas, für das ihr einstehen musstet. Ein Mutterthema, ein Konflikt mit ständigen, naja, ich würde mal sagen, Umwegen. Keine Möglichkeit, so richtig nach vorne zu gehen, sondern immer die Schlangenlinien fahren. Die eigene Genesung. Vielleicht auch ein Konflikt, den man mit dem Thema Mutter in der Vergangenheit hatte. Ein Thema, wo ihr denkt, ich bin alleingelassen mit allem oder vielem. Ein Nähe- und Distanzthema kann das auch sein. Das Gefühl, nicht über seine Begrenzungen zu kommen, kann da auch sein. Also der Verstand denkt und anstatt dass da was aufgeht, begrenzt es immer noch mehr. Ihr seid hier schon so aufgerichtet oder ausgestellt, dass ihr dass ihr auf der unterbewussten Ebene kürzere Wege sucht oder Erleichterung, dass euch Dinge vielleicht auch manchmal zu oberflächlich betrachtet sind. Also es geht darum, eine andere Tiefe für die Sachen zu kriegen. Für wieder andere sind es Konflikte mit dem Thema Amt, Behörden, die man hier so sieht, die es zu klären gibt. Kann auch von Eltern irgendwie ein Thema sein, das mit Eltern zu tun hat. Und ich sehe tatsächlich, wenn wir hier das angucken, das ist das Haus der Vergangenheit, da legt sich der Sarg rein. Das heißt, da hat schon etwas Belastendes stattgefunden, das aber auch da in der Vergangenheit liegt. Das heißt, die Stagnation oder die Wende aus dem Umweg auf den geraderen Weg. Ja, und da guckt ihr direkt drauf, ne? Ihr beendet hier eine Verstrickung, eine regelrecht ungute Situation. Es hat bei euch sehr viel mit Hindernissen zu tun. Ihr habt hier nicht den geraden Weg. Also immer wieder stellt sich euch etwas in den Weg. Ihr müsst euch durchboxen oder möglicherweise auch, sagen wir mal, da wo andere leicht durchgehen, Berge erklimmen. Ihr sucht hier auch einen kürzeren Weg. Es kann auch sein, dass ihr euch hier im partnerschaftlichen Bereich zwischen zwei Menschen entscheiden dürft. Oder aber, dass ihr hier auch mal in diese Phase kommt, wo ihr empfangt, wo man euch gibt, wo ihr nicht nur erwirtschaftet. Familienthemen, Yin und Yang, der männliche gebende Teil und der weibliche empfangende im Gegensatz zueinander. Man baut hier vielleicht auf das Außen und die Unterstützung fällt weg. Oder das Außen reagiert vielleicht auch anders als erwartet auf eure Themen. Das ist ja so das Gefühl, ich glaube, ich bin im falschen Film oder auf dem falschen Dampfer. Warum verstehen mich die anderen nicht? Aber es ist halt auch ein Weg, den du dir hier raussuchst, den du speziell für dich gehst. Aber er führt dich aus einer großen Verstrickung raus und beendet einen tiefen Konflikt in dir, bei dem du immer wieder sehr viel von dir investierst.
Es geht hier um Veränderungen, die dir Klarheit mitbringen, die unter einem guten Stern stehen, die dein Bötchen wieder in den Flow kriegen, die, naja, ich würde auch mal sagen, dein Gedankenkonstrukt klären. Es kann ja sein, dass es ein bisschen zu viel wird. Die Kommunikation, der Austausch ist hier gefragt. Also gute Nachrichten erwarten, Nachrichten, die Veränderungen mitbringen, sich aussprechen, kommunizieren. Eine Aussprache könnte das auch sein. Und guckt mal, liebe Löwen, ihr habt hier, du bist ein Sieger, der Ginster. Der Ginster vertreibt hier das Dunkle und lässt dich auch so mutig voranschreiten. Mit diesem Gefühl, ich werde es schaffen. Ich habe die Kraft und auch den Mut und die Zuversicht. Und guck mal, hier geht noch die Sonne auf. Ich hatte das schon mal, 2 so Sonnenkarten, gelb, ich glaube beim Skorpion. Es geht um die Urlichtquelle, die Verbindung zu deinem ureigenen Licht. Um dein eigenes Sonnendasein. Die Löwen sind Sonnenkinder. Und es wird hier alles wieder wärmer und heller um dich herum. Mit dem Johanniskraut kommt hier natürlich auch eine entspannende Energie oder etwas, was dich erhält. Und wir haben hier die Regenbogenforelle. Unerwartete Begegnungen, unerwartete Gewinne. Das Leben kommt aus dem tristen Grau wieder ins Bunt. Man hat hier das ganze Spektrum der Emotionen zur Verfügung. Kann hier auch eine Möglichkeit sein, zu Geld zu kommen, vielleicht auch über Umwege. Es kann hier sein, dass du irgendwelche gewinnbringende Nachrichten zu erwarten hast, Glücksfälle oder auch Begegnungen im Liebesbereich. Ja, was soll ich sagen? Die Regenbogenforelle verfügt über eine sehr hohe telepathische Kommunikation. Also man versteht sich, ohne groß was zu sagen. Ja, und es geht eben darum, dass du eventuell tatsächlich, das hatten wir hier schon mit dem Turm, manchmal das Gefühl hast, alles alleine machen zu müssen oder nicht dazugehören, anders zu sein als die anderen. Das können hier auch die Familienthemen sein, deine geistige Familie, deine Seelenfamilie. Und du bist hier in etwas sehr viel Größeres eingebunden und verbunden. Das Leben trägt dich viel mehr, als du denkst. Finde auch deine Form der Kommunikation. Veränderungen und auch tatsächlich unerwartete Gewinne können jetzt hier zu dir kommen. Also glückliche Zufälle, glückliche Fügungen, all dieses. Schön, da freue ich mich für euch. Wow. Hier habt ihr nochmal, ich glaube, das ist ein Keukarpfen drauf. Die Forelle, der Keukarpfen, der Fisch, ja, ein Wassertier. Es geht um Emotionen. Und bei euch geht es um irgendwas, was euch inneren Frieden bringt. Hier kann auch sein, dass du auf deinem Weg immer mehr wahrnimmst, dass sich dein Leben zu einem Plan entwickelt, auch von oben runter. Und dass in sich mit anderen im Frieden zu sein ein großer Bestandteil deines Rechtes ist. Es geht ja auch darum, dass du dir ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag legst oder zukommen lässt. Dass du nicht immer das Gefühl hast, ich muss etwas suchen oder etwas entwickelt sich nicht so. Also es braucht einfach mehr Gelassenheit. Zeit in der Natur. Hier werden Ängste transformiert. Hier wird deine Anbindung größer.
Und du kannst hier das Dunkle, das habe ich hier 3, 4 Mal. Also da, wo es dunkel war oder schwierig, das lässt du hier hinter dir. Es fühlt sich an wie erleuchtet und macht Frieden in dir. Und hab einfach die Gewissheit, dass alles gut wird. Das scheint sich hier sehr gut in deine Richtung zu entwickeln, lieber Löwe. Der Bienenfresser, ja, der bringt dir auch gleich wieder ein Wunder mit. Ich verhelfe dir zu mehr Freude, Gemeinschaft und Vertrauen. Wunder kommen jetzt zu dir, nimm sie wahr. Entspanne dich, das Leben trägt dich. Das passt wunderbar. Ihr lieben Löwen, ich wünsche euch einen schönen Monat. Ich drücke euch und bis bald.